Hi, hier ist Ben von Geber Drum Circles. Herzlich willkommen zum Drum Circle Gear Check. Ich wollte gerne die erste Folge mit einem meiner Lieblingssounds von Remo beginnen, mit dem Bahia Bass Sound. Bass Sound ist für uns Drum Circler immer eine ganz entscheidende, wichtige Geschichte. Woher kriege ich eine gute Basstrommel? Und Bahia ist eine Geschichte, die wirklich soundmäßig für mich kaum zu übertreffen ist. Bahia definiert sich nach dem Fell. Das sind Felle aus so Nappa-Leder ähnliche Felle aus Vinyl mit einer dünnen Schicht Mylar auf der anderen Seite, damit es ein bisschen stabiler ist, die ganz warm und weich und ganz obertonarm schwingen. Also ganz entspanntes, weiches. Ja. Es gibt in der Bahia-Serie verschiedene Modelle, die mit Bahia-Fellen ausgestattet wurden. Da ist zum einen eben, die ich hier gerade habe, die Buffalo Drum, die kennt ihr vielleicht, ist ja ansonsten auch sehr beliebt und wird häufig benutzt. Und so eine 16er Buffalo Drum, die wurde eben von Remo auch mal mit so einem Bahia-Fell ausgestattet, sodass man wirklich super coolen Basssound auf super kleinem Raum hat. Das heißt, man kann seine nicht riesige Basstrommel, seine kleine Basstrommel ohne Probleme transportieren, sehr schön halten hier über die Seilgriffe, wird geliefert mit einem einfachen Schlegel, so dass ihr die Bassdrum immer dabei habt. Genauso mit den Bahia-Fällen ausgestattet ist die Tantan. Tantans kommen aus der brasilianischen Musik. Das sind sozusagen die kleinen Brüder und Schwestern der großen Sodo-Basstrommeln aus dem Samba und werden eben in so Samba-Ensembles gerne verwendet, die traditionellen. Die Tantan von Remo ist eben auch mit diesem Bahia-Vinylfell ausgestattet und gewohnt Akustikkessel, also schön stabil, witterungsstabil auch nicht für uns nicht ganz unentscheidend. Und ja, was soll ich sagen, klingt Mörder. Was ich bei den Instrumenten, zu meinem Lieblingsinstrument komme ich ja erst noch, aber was ich bei den Instrumenten noch wirklich mag, ist nicht nur der Basssound, sondern dieser Rim-Klick, mit dem man wirklich wahnsinnig cool noch als zweiten Sound einsetzen kann. Klingt wirklich tierisch. Gibt es in zwei Größen, in 12 und in 14 habe ich hier stehen. Und noch ein großes Pro, lassen sich sehr schön ineinander verschachteln, also auch beim Transport, beim Lagern wieder sehr, sehr wenig Platz. Und ja, für mich der absolute Hammer. Das schönste Instrument, das ich in meinem Basssegment habe, sind die Bahia Basstrommeln. Die Bahia Bassdrums sind keinem klassischen oder traditionellen Instrument nachempfunden, sondern wirklich von Remo entwickelt für Anwendungen im Drum Circle oder in edukativen Anwendungen. Hat einen schön stabilen, noch etwas schwereren Kessel als die Tantan, natürlich auch aus Akustikkon, schön stabil, witterungsstabil. Und apropos, ihr seht vielleicht, das sind hier keine Neuware-Instrumente, die ich hier mal für eine Präsentation hergestellt habe. Das ist Zeug aus meinem aktiven Drum Circle Lager. Das heißt, auf diesen Trommeln haben auch wirklich schon richtig viele Menschen gespielt. Klingen nach wie vor top, sehen nach wie vor top aus. Die Bahia Bassdrum ist noch mit einem Griff ausgestattet, so dass man die schön tragen kann. Es gibt die in 3 Größen, in 16, 14 und 12. Die 3 lassen sich auch ineinander stecken. So habt ihr wieder nur einen dafür etwas schwereren Koffer und könnt es auch ordentlich lagern und transportieren. Ja, und für mich ist die halt wirklich, also gerade zum Beispiel diese 14er, einfach die Macht im Bassdrum-Bereich. Lässt sich mega easy spielen, also auch für unerfahrene Spieler im Drum Circle, mit einem ganz einfachen Schlegel und hat immer einen satten, ganz warmen und ganz unaufdringlichen, aber trotzdem durchdringenden Basssound. Echt ein gutes Ding. Das sind die Bahia Bassdrums von Remo, die Bahia-Serie. Ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt und wir sehen uns bei der nächsten Folge vom Gear Check wieder. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Das war der Ben. Tschüss.